Servus Fotofreunde, bisher fotografiere ich ja immer mit meiner Sony 7R4, aber ganz neu auf dem Markt ist jetzt die Sony 7 IV. Und naja, da ich jetzt schon lange mit der 7R4 fotografiere und die ganz neu ist, habe ich gedacht, ich mache für euch ein kleines Vergleichsvideo zwischen den beiden Kameras und zeige euch die Vor- und Nachteile von der jeweiligen Kamera. Viel Spaß dabei! Einer der wichtigsten Hauptunterschiede zwischen den beiden Kameras ist die Megapixelanzahl. Bei der Sony 7 IV sind es 33 Megapixel und bei der Sony 7R4 habt ihr 61 Megapixel. Die Sony 7R4 hat die meisten Megapixel auf dem Sony-Markt und ja, ich bin daran natürlich jetzt auch schon gewöhnt, aber es hat auch ein paar kleine Nachteile, und zwar kann man die riesen Datenmengen nicht mehr so gut auf dem PC verarbeiten. Ich habe gemerkt, dass mein alter PC an die Limits gekommen ist und musste mir ein neues MacBook Pro kaufen, nur um die Bilder von der Sony 7R4 zu bearbeiten. Und da ist natürlich die Frage, ob das wirklich für euch wichtig ist und zielführend ist, wenn ihr wisst, ihr müsst dann auch euer anderes Equipment danach ausrichten. Von der äußeren Erscheinung her sind die Kameras erstmal ziemlich ähnlich. Ein paar kleine Änderungen wurden gemacht. Und zwar ist jetzt hier oben das Drehrad von der Sony 7 IV zweigeteilt. Man hat oben einmal die normalen, schon üblichen Menüpunkte wie manuell, S, A und P sowie Automodus und auch die selbstprogrammierbaren Modi 1, 2 und 3. Wie man das auch vorher bei der 7R4 hatte. Aber neu ist jetzt, dass man unten direkt von Foto auf Video und auf SQ umschalten kann. Das war vorher oben im Menüpunkt zu finden und ist hier einfach jetzt nochmal eine Neuerung. Dann ist es so, dass das Helligkeitsdrehrad, was es vorher bei der 7R4 auch schon gab, jetzt nicht mehr von außen als solches zu erkennen ist. Das hat den Grund, dass man dieses Rädchen jetzt frei belegen kann. Das heißt, man kann dieses Rädchen jetzt nach seinen Wünschen im Menü nochmal belegen. Wenn euch das interessiert, wie man das genau macht, würde ich auch sonst zu den Menüeinstellungen nochmal ein separates Video machen. Weiterhin hat sich oben ein Button noch geändert. Das ist jetzt dieser Video-Button, den man vorher als C1-Button hatte. Und ansonsten ist auf der Vorderseite alles relativ ähnlich geblieben. Das Gehäuse von der 7 IV ist etwas größer geworden, also der Griff ist... Stimmt das überhaupt? Ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, das ist das Gleiche. Eine weitere Neuerung bei der Sony 7R4 ist, dass man jetzt in 4K 60 FPS filmen kann. Das war vorher noch nicht möglich, aber das geht nur in Super 35 mm. Also es wird ein wenig hereingekroppt, aber dann sind jetzt auch 4K mit 60 FPS möglich. Full HD habt ihr bei beiden Kameras 120 FPS, das heißt, da sind beide Kameras gleich auf. Neu ist auch der cinematische Look, den ihr jetzt im Picture Profile 11 findet. Und damit könnt ihr eben jetzt auch direkt in der Kamera einen cinematischen Look kreieren. Der Bionz XR-Prozessor ist jetzt nochmal 8-mal schneller, als er vorher bei der Sony 7R4 war. Ja, ich fand die 7R4 auch schon schnell. Ob das jetzt tatsächlich merklich ist, ich werde nachher auf jeden Fall mal verschiedene Vergleiche mit beiden Kameras machen. Ich habe extra die identischen Objektive. Wir haben zufälligerweise zweimal das 50 mm 1.8. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Kameraaufbau mit den identischen Objektiven und werde dann gleich mal hier am Ammersee ein schönes Vergleichsfoto und auch eine Reihe mit Serienbildfunktion und dem Autofokus-Test machen. So hat man relativ gleichen Versuchsaufbau und euch dann auch die Bilder dazu mal einblenden. Weitere Vorteile von 7 IV gegenüber der 7R4 ist, dass es jetzt ein Schwenkdisplay gibt. Das kann man komplett rüberschwenken, das heißt, auch wenn ihr im Selfie-Modus euch selbst filmen wollt oder auch von oben auf das Display gucken, ist das jetzt möglich. Bei der 7R4 ist es so, dass ihr nur ein Schwenkdisplay habt und das nach oben hochgeklappt werden kann. Ja, das ist letztendlich wieder ein bisschen Vorliebe von einem oder anderen. Ich finde ein Schwenkdisplay schon
sehr gut, aber ein Klappdisplay hat auch seine Vorteile, besser als wenn man es gar nicht klappen kann. Das Display bei der 7.4 ist außerdem mittlerweile volles Touch-Display. Ein Pferd galoppiert vorbei. Ja, es geht schon rein da. Bei der 7.4 habt ihr jetzt außerdem einen Full HDMI-Anschluss. Den werde ich euch dann auch gleich nochmal zeigen. Bei der 7R4 habt ihr diesen nicht. Das heißt, für Leute, die viel an externen Displays arbeiten, ist auch die 7.4 besser geeignet. Neu bei der 7.4 ist außerdem ein verlustfrei komprimiertes RAW und dieses ist ungefähr um die 40 Mal kleiner als das normale unkomprimierte RAW und damit soll sozusagen ein Break-Even oder ein Mittel zwischen dem unkomprimierten RAW und dem komprimierten RAW gefunden werden. Des Weiteren gibt es jetzt das neue Focus Mapping und das ist schon etwas ganz Neues. Das heißt, dort wird euch angezeigt, wo ihr genau den Schärfepunkt habt, was hinter dem Schärfepunkt liegt, das wird in Blau dargestellt und was vor dem Schärfepunkt liegt, das wird rot dargestellt. Das werde ich euch auch direkt hier nochmal einblenden. Das heißt, so könnt ihr auch direkt überwachen, wo ist euer Schärfepunkt, was ist davor, dahinter. Das geht natürlich mit dem normalen Autofokuspunkt auch, aber ja, für den einen oder anderen ist das vielleicht nochmal ein Feature, was er cool findet und was einfach in der 7R4 noch nicht verbaut wurde. Außerdem habt ihr jetzt bei der 7.4 den Bird-Autofokus, den es sonst nur bei den Spitzenkameras gab. Und ja, wer viele Vögel fotografiert, sollte auch da eher zur 7.4 greifen als zur 7R4. Außerdem würde ich den Leuten die 7.4 empfehlen, die vielleicht von APS-C auf Vollformat umsteigen wollen. Was genau der Unterschied ist, das habe ich dir in einem meiner vorherigen Videos gezeigt. Schau doch gerne mal rein. Und wenn es Umsteiger gibt, die vielleicht mit einer Vollformatkamera anfangen wollen, aber noch nicht so viel Geld ausgeben, wie die 7R4 kostet, sondern sagen, ja, lieber im unteren Preissegment bei einer Vollformatkamera einsteigen. Für die ist die 7.4 auch sehr gut geeignet, weil sie einfach etwas benutzerfreundlicher ist als die 7R4. Die 7.4 hat schon das neue Menü, wie auch die Alpha 1. Es ist etwas besser und übersichtlicher dargestellt und kann für einen, der vielleicht noch nicht so viel fotografiert hat, doch etwas leichter verstanden werden, als es jetzt bei der 7R4 ist. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Vorteilen der Sony 7R4. Die 7R4 hat schon, wie erwähnt, 61 Megapixel und das ist natürlich für alle die Fotografen super interessant, die erstens sehr hochauflösend drucken wollen, die vielleicht gerne reinkroppen, weil sie bei einer Hochzeit fotografieren, nicht so nah ran können, zum Beispiel in der Kirche stehen und dort einen bestimmten Standort festgelegt bekommen, wie es mir auch schon passiert ist, das heißt nicht rumlaufen dürfen und dann später die Möglichkeit zu haben, nochmal in das Bild reinzukroppen, ist die 7R4 super. Außerdem bietet sie 7 Bilder im Uncompressed RAW, also 7 FPS und das ist doch nochmal 2 Bilder mehr als bei der 7.4, was für denjenigen wichtig ist, der wirklich viel Sport-Action-Fotografie macht und eine hochauflösende Bildformat haben möchte, für den ist die 7R4 besser geeignet. Außerdem ist der Puffer bei der 7R4 nochmal etwas besser als bei der 7.4. Das heißt, ihr könnt länger Bilder aufnehmen, wobei die Rate schon relativ hoch ist. Ich bin an diese Grenze noch nie gestoßen. Das heißt, es ist zwar nice to have, aber ob es wirklich relevant ist, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Das LCD-Display ist bei der 7R4 ungefähr doppelt so gut mit 2 Millionen Bildpunkten als bei der 7.4 mit 1 Million Bildpunkten. Auch da ist es so, ja, muss man es unbedingt haben. Ich sage, für mich ist das Entscheidendste eigentlich die Bildqualität und nicht so sehr, wie ich es auf dem LCD-Display sehe. Aber man kann natürlich dort auch noch mal besser überprüfen, ob das Bild dann scharf ist. Auf der anderen Seite habe ich bei der 7.4 das Display, wo ich mit 2 Fingern reinzoomen kann. Auch da kann man es sehr leicht noch mal nachprüfen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie wichtig für euch das LCD-Display ist. Ein weiterer Pluspunkt für die 7R4 ist, dass sie Pixel-Shift-Aufnahmen machen kann. Das heißt, ihr könnt Bilder bis zu 240 MB produzieren und wirklich eine sehr, sehr hochauflösende Aufnahme machen. Das könnt ihr bei der 7.4 nicht. Bei der 7R4 ist die Sucherauflösung außerdem besser. Ich nutze den Sucher relativ wenig, sondern arbeite meistens über das Display. Das heißt, das ist jetzt für mich persönlich auch kein Kriterium,
aber ich wollte es an dieser Stelle trotzdem einmal erwähnt haben. Bei beiden Kameras ist gleich, dass ihr den großen Akku habt. Und das ist jetzt wieder eine super gute Sache, denn die alten Akkus waren jetzt doch nicht wirklich stark und die neuen Akkus sind fast doppelt so lang und können 3 Stunden bzw. 600 Bilder für dich schießen, bevor du deinen Akku wechseln musst. Die 7.4 bietet damit 7000 Pixel auf der langen Seite. Die genauen Pixelwerte schreibe ich euch von beiden Kameras nochmal mit hier drunter. Und insgesamt gibt es 15 Stops Dynamic Range. Neu ist außerdem die weichen Texturen fürs Gesicht und gerade Blogger, die sagen, sie möchten sich öfters selber filmen oder haben auch viele Porträts. Da habe ich schon viele positive Berichte darüber gehört, dass die 7.4 schönere Hauttöne macht als die Vorgängermodelle und als die 7R4. Mit 759 Autofokuspunkten hat sich auch der Autofokus nochmal verbessert und die Abdeckung beträgt damit 94% von eurem gesamten Sensor. Und wenn ihr den Rand betrachtet, dann habt ihr oben nur noch eine Reihe Bildpunkte und unten, die von dem Autofokussensor nicht beachtet werden und auf der Seite 3 Stück. Das heißt, oben und unten ist fast der komplette Sensor abgedeckt, aber rechts und links habt ihr noch einen kleinen Streifen, der nicht abgedeckt ist. Bei der 7R4 ist das noch etwas größer. Der Echtzeit-Autofokus wurde um 30% nochmal verbessert und das werde ich jetzt direkt dann mal ausprobieren. Sowohl an den Vögeln hier, Gänse sind da, als auch am Hund können wir das direkt mal testen und ich nehme euch mit. Schaut doch einfach mal mit rein.
Jetzt habt ihr ein paar Vergleichsvideos gesehen zwischen der 7.4 und der 7R4, sowohl mit dem 50 mm als auch mit dem 70-200. Und ja, man kann auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem Objektiv 70-200 feststellen. Aber bei bestem Willen habe ich jetzt bei diesen Tests keinen Unterschied zwischen der 7.4 Autofokus und dem Autofokus der 7R4 gesehen. Ja, bei beiden Kameras ist es so, dass der Autofokus nicht immer optimal den Punkt findet. Allerdings war das jetzt auch eine super schwierige Situation mit Gegenlicht. Ich war überrascht, dass der überhaupt dort den Autofokus, den Augenautofokus vom Schwan gefunden hat bei dem krassen Gegenlicht, wo man selbst ja kaum mehr das Auge wahrnimmt, sondern nur noch einen Schatten auf der Seite hat. Also Hut ab, dass es überhaupt funktioniert. Auf der anderen Seite, ja, wenn das Licht auf das Motiv fällt und auf einen zurennt, dann hätte ich mir doch noch ein bisschen mehr erwartet. Allerdings ist der Autofokus von Sony immer noch einer der besten. Also ist das Jammern auf hohem Niveau, beziehungsweise bin ich eigentlich sehr froh, dass ich die Sony-Kameras habe. Ich werde übrigens nicht gesponsert von Sony, auch wenn das vielleicht so klingen mag. Ich bin tatsächlich überzeugt von dem Sony Autofokus und wer weiß, vielleicht wird es ja in Zukunft noch mal ein bisschen besser. Und jetzt zeige ich dir nochmal einen Vergleich von zwei Fotos, einmal mit der 7R4 und der Sony 7.4. Genau gleicher Standort. Ich habe gleichzeitig das Bild gemacht mit dem gleichen Objektiv, die gleichen Einstellungen genommen und werde dir dann die Bilder mal einblenden und auch hineinzoomen, damit du dir noch ein Bild machen kannst von den Standbildern der beiden Kameras und wir werden sehen, was der Vergleich bringt. Andreas hat sich noch einen Rauschvergleich gewünscht und den zeige ich euch hier nochmal mit reingezoomten Bildern mit einer Christbaumkugel. Das Rauschverhalten ist bei der 7R4 schon deutlich stärker als bei der 7.4. Aber das war ja auch so zu erwarten. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Vergleichsvideo von diesen beiden Kameras gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Würdet ihr euch eher die 7.4 kaufen oder die 7R4? Was sind für euch die wichtigsten Punkte der beiden Kameras? Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Video. Deine Janina. What? Euer und deine. Ja.